Gift ist die effizienteste Waffe, die die Natur je gebaut hat. Kein Kampf, kein Kraftaufwand, kein Risiko. Ein einziger Kontakt reicht und dein Körper erledigt den Rest von allein. Und das Unheimliche daran, die Tiere, die das können, sehen selten gefährlich aus. Manche sind hübsch grün, manche passen in deine Hand und manche sind so durchsichtig, dass du sie erst bemerkst, wenn es zu spät ist. Sie können überall hineinschlüpfen und schneller zuschlagen als ein Wimpernschlag. Jedes Jahr beißen Schlangen weltweit fast 5,5 Millionen Menschen und einige dieser Bisse wurden gefilmt. Das hier sind die schrecklichsten, überraschendsten und tragischsten Schlangenangriffe, die jemals auf Video aufgenommen wurden. 6 Angriffe, die du dir besser nie angesehen hättest. Nummer 6. Der furchtlose Schamane. Nek Tadang war ein indonesischer Schamane, in seinem Dorf dafür bekannt, dass er furchtlos mit tödlichen Tieren umging. Seine letzte Vorstellung wurde 2022 gefilmt. Er hatte eine Königskobra gefangen und bereitete eine Show für die Nachbarn vor. Wie immer begann er mit der Kobra zu hantieren und sie zu drehen, während er das Publikum anlächelte. Aber die Sache geriet schnell außer Kontrolle. Nach der ersten Drehung musste er die Schlange abfangen, als sie ihm ins Gesicht beißen wollte. Sie schaffte es trotzdem, sich zu drehen und biss ihn ins Handgelenk. Einige Zuschauer schrien vor Angst. Tadang tat so, als würde er die Kobra ausschimpfen, während Dorfbewohner ihm halfen, die Wunde zu säubern. Er bestand darauf, weiterzumachen. Sekunden später schlug ihm die zunehmend wütende Schlange direkt ins Gesicht. Er beendete die Vorstellung. 2 Stunden später fühlte er sich schwer krank. Im Krankenhaus gaben die Ärzte ihm ein Gegengift, aber es war zu spät. Das Gift hatte seinen Blutkreislauf längst überschwemmt. Nek Tadang wurde für tot erklärt. Selbst Menschen, die den Umgang mit wilden Tieren gewohnt sind, werden von ihnen getötet. Versuch so etwas also niemals ohne Ausrüstung und Ausbildung. Nummer 5. Eine Katze kassiert ihren Anteil. In Zentralindien ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Schlangen in Häuser schleichen. Rajesh Bave und seine Frau hatten irgendwann genug davon. Zum Glück hatten sie eine Katze, die die schuppigen Eindringlinge jedes Mal rechtzeitig entdeckte. Diesmal fing die Katze an, das Schuhregal anzufauchen. Als jemand die Schuhe zur Seite schob, passierte das hier, eine tödliche Kobra bereit zuzuschlagen. Rajesh rief einen Schlangenfänger. Das verängstigte Reptil griff immer wieder an und wurde dabei immer aufgeregter. Der Fänger bekam den ungebetenen Gast kurz zu fassen, musste ihn aber wieder loslassen, bis ein passender Behälter gefunden war. Als er es erneut versuchte, entfaltete die Kobra ihre Haube und schlug zu. Dank seiner Erfahrung brachte er die Arbeit trotzdem zu Ende und schaffte das Tier in eine Auffangstation. Wenn du in einer Gegend mit vielen Schlangen lebst, halte Fenster und Türen geschlossen. Das erspart dir ungebetene Gäste. Nummer 4. Der gefangene Schlangenbeschwörer. Dieser 35-jährige Mann ist ein Profi mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit Giftschlangen. An diesem Tag trat er mit einer Königskobra auf. Das Gift, das sie mit einem einzigen Biss freisetzt, kann 20 Menschen töten oder einen ausgewachsenen Elefanten. Nach ein paar Drehungen stürzte sich die Schlange auf seinen Arm und biss zu. Wenige Minuten später wurde er bewusstlos und hörte auf zu atmen. Er kam ins Krankenhaus und lag 3 Tage lang an lebenserhaltenden Geräten. Er hatte Glück, dass er überlebte. Eine Woche nach dem Biss hatte er immer noch großflächige offene Wunden am Körper. Gerettet hat ihn allein die sofortige medizinische Hilfe. Nähere dich also niemals einer Kobra in freier Wildbahn, wenn du kein Gegengift dabei hast. Nummer 3. Der Albtraum, der sich heranschlängelt. Dieses Video liefert dir reichlich Material für zukünftige Albträume. 2019 schläft eine 75-jährige Großmutter in ihrem Zuhause in Bangkok, als sich ein Eindringling in ihr Zimmer schleicht. Zuerst bleibt die Python ruhig. Vielleicht sucht sie nur einen kühlen Platz für die Nacht. Doch die Frau bewegt sich im Schlaf und ihr Fuß ist nur noch wenige Zentimeter von dem Tier entfernt. Die Python bleibt wachsam. Vielleicht fühlt sie sich durch die Bewegung bedroht. Der Fuß bewegt sich erneut und die Schlange stößt nach vorn. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis die Frau reagiert, nachdem sich die Zähne in ihre Haut gebohrt haben. Zuerst hält sie es für einen bösen Traum. Als sie wach wird, sieht sie, dass das schlimmer als jeder Albtraum ist. Eine Python zusammengerollt vor ihrem Bett, bereit erneut zuzuschlagen. Sie schafft es aus dem Zimmer und ruft Hilfe. Fachleute vermuten, dass die Schlange durch die Rohre im Badezimmer ins Haus gelangt ist. Ein Grund mehr, kurz hinzuschauen, bevor du nach dem Toilettenpapier greifst. Nummer 2. Wenn Stunts schiefgehen.
Artivo Duarte ist ein bekannter brasilianischer Aktivist, den sie den Ninja der Schlangen nennen. Er macht regelmäßig gefährliche Stunts mit tödlichen Tieren, um auf die Abholzung im Amazonasgebiet aufmerksam zu machen. Aber ab und zu geht so ein Stunt eben schief. Diesmal wollte er sich den Kopf einer riesigen Python in den Mund stecken, während bereits eine Vogelspinne auf seiner Zunge saß. Die Spinne verhielt sich wie erwartet. Als er die Schlange dazu nahm, kam es zur Katastrophe. Das Tier biss ihm direkt ins Gesicht. Nach ein paar schrecklichen und schmerzhaften Sekunden ließ die Python los. Pythons haben kein Gift, Duartes Leben war also nicht in Gefahr. Trotzdem, bitte versucht das niemals zu Hause. Nummer 1. Eine neugierige Touristin. Schlangenbeschwörern in einem Schlangenpark in Thailand aus sicherer Entfernung zuzuschauen ist eine Sache. Zu versuchen, es ihnen nachzumachen, eine ganz andere. Diese chinesische Touristin wurde als Teil der Show eingeladen, eine Schlange zu küssen. Als sie sich näherte, drehte das Tier den Kopf und biss ihr direkt in die Nase. Die anderen Zuschauer schrien vor Schreck. Die Darsteller waren genauso geschockt wie die Frau selbst. Sie kämpfte vor Schmerzen, während die Schlange sich in ihrem Gesicht festgebissen hatte. Schließlich befreite das Personal die 29-Jährige. Im Krankenhaus bekam sie 8 Stiche in die Nase. Das Unternehmen, das die Show veranstaltet hatte, zahlte ihr rund 2.800 € Schadenersatz und erklärte, dass Touristen die Schlangen ab sofort nicht mehr berühren dürfen. Das waren die Angriffe, die zufällig gefilmt wurden. Aber die gefährlichsten Schlangen der Welt kommen in solchen Videos kaum vor, weil bei ihnen niemand mehr dazu kommt, die Kamera rauszuholen. Meterlange Tentakel, die sich um dich wickeln. Nesselzellen, die dir tödliches Gift injizieren. Und dabei sind sie fast völlig durchsichtig, was sie zu perfekten, unsichtbaren Killern macht. Hier ist alles, was du wissen musst, bevor du in diese Gewässer gehst. Platz 10, die Leuchtqualle. Man findet sie in der Nordsee und im gesamten Golf von Mexiko. Tagsüber hält sie sich in tiefen Gewässern auf, nachts kommt sie an die Oberfläche. Im Gegensatz zu anderen Quallenarten hat sie auch Nesselzellen am Schirm. Autsch. Und lass dich von einer gestrandeten Qualle nicht überlisten. Leuchtquallen nesseln auch dann noch, wenn sie längst tot sind. Der Schirm der Ohrenqualle erreicht einen Durchmesser von 40 cm. Im Vergleich zu anderen Quallen hat sie kürzere Tentakel, aber unterschätzen solltest du sie trotzdem nicht. Ihr Nesselgift setzt einen Schleim frei, der Schmerzen, Reizungen und Schwellungen verursacht. Und die klingen erst nach über einer Woche wieder ab. Diese Qualle hat Stummelarme als Tentakel. Nimmt sie eine Bedrohung wahr, feuert sie ihre Unterwasserkanonenkugel ab. Eine Schleimwolke, die für den Menschen giftig ist. Aber keine falschen Vorstellungen. Kommst du ihr zu nahe, nesselt sie dich trotzdem noch. Und der Schleim kann bei empfindlichen Menschen sogar das Herz aus dem Takt bringen. Mit ihren 15 cm passt der Schirm bequem in deine Hand. Anfassen solltest du sie aber besser nicht. Ein einziger Stich verursacht alles, von Rückenschmerzen bis zu einem tödlichen Schlaganfall. Diese Würfelqualle wird leicht mit einer Plastiktüte verwechselt. Wirst du gestochen, nimm Essig statt Süßwasser, um das Gift zu neutralisieren. Sie ist die größte Qualle der Erde. Ihr Schirm kann bis zu 2,4 Meter breit werden und ihre 1200 Tentakel bis zu 36 Meter lang. Die Tentakel haben eine rötliche oder gelbe Farbe, die an eine Löwenmähne erinnert, und sie setzen ein neurotoxisches Gift frei, das fast jede Beute tötet. Diesen Riesen findest du in der Arktis, im Nordpazifik und im Nordatlantik. Das Wichtigste bei einem Stich: komm schnell ans Ufer. Tentakeln haften sich gern an dir fest. Entferne sie mit einem Stock oder einer Pinzette und reinige die Stelle mit warmem Wasser. Technisch gesehen ist sie gar keine Qualle, aber sie kann nesseln wie eine. Oder sollte ich sagen, wie ein Paar. Dieses Wesen ist eine Siphonophore, eine Kolonie aus Organismen, die zusammenarbeiten. Jeder Organismus hat seine eigene Aufgabe und kann ohne die anderen nicht überleben. Sie schwimmen nicht, sondern lassen sich von der Meeresströmung treiben und sehen dabei aus wie das Segel eines Kriegsschiffes aus dem 18. Jahrhundert. Ihr Stich ist sehr schmerzhaft, aber versuch trotzdem ruhig zu bleiben. Zappelst du herum, verfängst du dich in den Tentakeln und kassierst mehrere Stiche gleichzeitig. Und das kann einen anaphylaktischen Schock auslösen. Sie ist die kleinste Qualle der Welt, aber ihr Gift hat es in sich. Ihr Schirm ist so groß wie ein Zuckerwürfel und ihre 4 Tentakel erreichen keinen Meter. Trotzdem nesselt sie so schnell, dass du unmöglich ausweichen kannst. Das Ergebnis ist so unangenehm, dass es einen eigenen Namen bekommen hat, das Irukandji-Syndrom. Du leidest unter furchtbar schmerzhaften Muskelkrämpfen, du erbrichst und deine Haut fühlt sich an, als stünde sie in Flammen.
Wirst du nicht schnell behandelt, kannst du sterben. Und es gibt kein Gegengift für den Irukandji-Stich. Du kannst nur die Symptome behandeln und die Sache aussitzen, bis das Gift deinen Körper verlassen hat. Der Zweitplatzierte sieht etwas anders aus. Sein Schirm ist würfelförmig und erreicht eine Höhe von 60 bis maximal 110 cm. An den 7 bis 9 Tentakeln sitzen Nesselzellen mit einem Toxin, das für Menschen extrem giftig ist. Lungenödeme und Herzstillstand können die Folge sein. Gelangt genug Gift in deinen Körper, hört dein Herz innerhalb von 30 Sekunden auf zu schlagen. Der wohlverdiente Spitzenplatz geht an das giftigste Meerestier, das es gibt. Die Seewespe lebt in den Gewässern rund um Australien und Südostasien. Und anders als die meisten Quallen kann sie aktiv schwimmen und dabei die Richtung ändern. Wirst du von ihr gestochen, erleidest du Lähmungserscheinungen oder einen Herzstillstand. Wird genug Gift freigesetzt, stirbst du innerhalb weniger Minuten. Zum Glück gibt es ein Gegengift, das dein Leben retten kann. Du musst es nur rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen. Wenn du dir aus dieser Folge eine Sache merkst, dann diese: Fast alles, was du hier gesehen hast, wäre vermeidbar gewesen. Der Schamane hätte aufhören können. Die Touristin hätte die Schlange nicht küssen müssen. Und in fast jedem Fall entscheidet nicht das Gift darüber, ob du überlebst, sondern wie schnell du ein Krankenhaus erreichst. Abstand halten, nichts anfassen und im Ernstfall sofort Hilfe holen. Das ist der ganze Trick. Bleibt sicher. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut weiter. Überleben.